It's them hoes killing. Yeah, it's 169, mate. Yeah, $1 million bet. Let us know where you're at, we'll bring that right down. Power Baby! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir am Bremgarten Rüsslauf. Wir haben den 28. Februar, wir haben 10:41 und ja, ich lanciere meine 2026 Saison. Entschuldigung. Hier, heute 6,2 Kilometer, ich laufe den kurzen. Es ist eine super Vorbereitung. Ich erzähle euch dann nach dem Rennen genau, was meine Ziele waren, alles etc. Weil ich bin ein bisschen später dran als geplant. Ich gehe jetzt meine Startnummer holen, dann gehe ich einlaufen und am 11:50, also Stunde 10, ist der Start. So, Startnummer abgeholt. Tipptopp. I'll just give you your money back, you know what I mean? It's nothing to me. Cause no one, and I mean no one, yeah? And I'll put that in my little son live his life, right? No one ain't got my say to manufacture $1 million bet, yeah, money in the bank. Roll up, call the hotline, come phone up. Yeah, the one down to the shoulder. Stacking up, no folder. Hold up, roll up. Got on running round for the gold rush. All around the town like no luck. I was on the way for the soda. Hold up, roll up. Call the hotline, come phone up. Yeah, the one down to the shoulder. Stacking up, no folder. Hold up, roll up. Got on running round for the gold rush. All around the town like no luck. I was on the way for the soda. Hold up. Hey, Dario. Goretzia. Go. Hey, ja. So. So, liebe Leute, also kommen wir zu der Nachbesprechung vom Bremgarten Rüsslauf. Zuerst mal, was war überhaupt das Ziel von diesem Wettkampf? Also, einerseits ist habe ich gedacht, nehme ich den Bremgarten Rüsslauf als mal ersten Test, um zu schauen, wo ich stehe, Ende Februar. Und auf der anderen Seite ist es eine super Wettkampfvorbereitung für meinen ersten Weltcup, wo ich an dem Tag, wo das Video rauskommen wird, bestreiten wird. Und zwar heute, in einer Woche. Zuerst mal, was war das Ziel? Mit was für einem Ziel bin ich an den Wettkampf gegangen? Also vom Tempo her, es war schon 6,2 Kilometer die Strecke. Und vom Tempo her habe ich mir gesagt, würde ich gerne zwischen 3,10 und 3,15 laufen, die 6,2 Kilometer mit 50 Höhenmeter sind es. Und ja, da habe ich gedacht, für Anfangsjahr, Ende Februar, aus der Verletzung, die ich hatte, wäre das schon mal sehr gut. Also wäre das schon mal gut. So. Und rein von der Taktik her habe ich mir eigentlich als Ziel gesetzt, dass ich, oder nicht nur unbedingt ich, sondern mein Trainerteam hat mir das eigentlich auch als Ziel gesetzt, dass ich eigentlich die 6,2 Kilometer so hart wie möglich laufe, so konstant wie möglich. Weil nur dann sieht man, wie sich das anfühlt, sagen wir mal, die letzten 2 Kilometer in dieser Pace und halt, ja, wo ich stehe mit dieser Pace. Weil man kann ja eben ein Rennen auch taktisch laufen. Das heisst, man läuft irgendwie die ersten 4 Kilometer in 3,30 Schnitt und nachher die letzten 2 Kilometer irgendwie 3,15, 3,10, 3,00 Schnitt, was auch immer. Und läuft dann eigentlich auf Platzierung. Und das war nicht das Ziel. Also das Ziel war wirklich, dass ich halt wirklich so konstant wie möglich laufe, so hart wie möglich, um herauszufinden, wie sich das Ganze anfühlt und wo man nachher noch ansetzen muss. Ja, es war eigentlich so, der erste Kilometer ist sehr steil und ich habe mir einfach dort gesagt, dass ich nicht zu hart reingehe. Ich bin dann dort, ihr seht es auf dem Video eigentlich, dass ich nicht so hart reingelaufen, also gestartet bin und relativ viel vor mir waren. Und das war das letzte Mal, als ich den Lauf auch schon gemacht habe, gleich gewesen. Und dann sind die eigentlich alle hinausgefault. Ich habe dann einfach gesagt, ich mache jetzt mal mein Rennen, laufe den ersten Kilometer los und der zweite Kilometer ist dann schon bergab gegangen. Und dann habe ich eigentlich schon die meisten überholt. Ich war dann an zweiter Stelle gewesen. Und dann war es eigentlich wirklich schade gewesen dort, dass einer vor mir war, weil der ist
eigentlich gerade vom Anfang an beim Start ist der los. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass der halt da vorne bleibt. Und dann ist der einfach nicht langsamer geworden. Und ja, dann bin ich eigentlich wirklich die ganzen 6,2 Kilometer alleine gelaufen. Und in einer Zeit von 20 Minuten und 2 Sekunden, was ein Schnitt ist von 3,14 auf einen Kilometer. Und ich muss sagen, mit dem bin ich zufrieden. Zum heutigen Zeitpunkt, sagen wir es mal so. Ich bin ebenfalls zufrieden, wie ich das umsetzen konnte. Ja, was echt der Plan war, eben so konstant, so hart wie möglich zu laufen. Ich tue jetzt hier mal irgendwo meine Kilometerzeiten einblenden. Ich bin wirklich sehr konstant gelaufen. Und das Einzige, was ich muss sagen, was nicht so gut war, oder beziehungsweise was mir aufgefallen ist das Folgende. Und zwar laufe ich eigentlich im Training, beziehungsweise ich habe angefangen, jetzt seit meiner Verletzung mit einer höheren Schrittfrequenz zu laufen. Und im Training laufe ich bei den schnellen Sets immer so um die 180, 185 Schritte pro Minute. Und jetzt während dem Wettkampf bin ich eher tiefe 180 bzw. 175 bis 180 gelaufen. Und vor allem hinten raus ist die Schrittfrequenz sehr viel tiefer geworden. Und das muss ich sagen, das war noch nicht so gut gewesen. Und dort muss ich definitiv ansetzen, weil das ist so eine Rhythmusgeschichte, sagen wir mal, wo man eigentlich relativ viel Energie sparen kann und Momente mal mitnehmen kann. Wenn man zum Beispiel einen Hügel läuft, muss man sehr viel Frequenz schaffen, also die Schrittfrequenz. Genau. Aber im Grunde genommen bin ich zufrieden mit dem ersten Test. Es war sehr ein harter Test, aber das ist genau das, was ich brauche. Und ich würde sagen, das ist ein gelungener Saisonstart sozusagen. Und ja, eben für mich geht es am 14. März los mit der Triathlon-Saison, mit meinem ersten Weltcup zu Lanzarote. Und ja, ich werde das so umsetzen, eigentlich, was vielleicht jetzt auch noch nicht so gut gelaufen ist, eben bei diesem Rüsslauf, das mit der Schrittfrequenz, dass ich dort einfach konstant über die Schrittfrequenz und mehr über Rhythmus laufen dann. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns bei dem nächsten Video, eben beim Weltcup-Video. Saisonstart. Es geht Vollgas los, meine Damen und Herren. Ich gebe Vollgas, ich bin voll parat. Und werde euch dann auch sagen, was meine Ziele sind, mit was für eine Taktik ich an den Start gehe. Und nehme euch natürlich mit durch die ganze Reise. Also ich fliege am Dienstag bereits und starte am Samstag. Und ja, werde dann auch ein bisschen Einblick geben in meine Gedanken, in was für Pläne ich habe. Und ja, über das Teilnehmerfeld, alles das, tue ich euch alles schildern. In dem Sinn hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Es ist nicht ein Video, sagen wir mal, bei diesem Rüsslauf hat man jetzt nicht so viel gesehen vom Wettkampf selber, was ein bisschen schade ist. Für euch, für mich war die Strecke sehr cool, weil es halt einfach kopiert war, was in Lanzarote auch der Fall wird sein. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wie immer, meine Damen und Herren, nicht vergessen, sexy bleiben und macht's gut, bleibt gesund.